Bist du bereit, den Blick auf das Gleichgewicht in deinem Leben zu richten und zu prüfen, welche Verbindungen dein persönliches Potenzial unterstützen? Am 2.4.2026 um 4:12 Uhr erreichte der Mond seine volle Phase auf 12,20 Grad im Zeichen Waage. Ein Vollmond steht symbolisch stets für das Beleuchten und kann dazu einladen, jene Dinge ziehen zu lassen, die den eigenen Weg nicht mehr dienlich sind. In der Zeitqualität des 2.4.2026 zeigt sich das Licht der Sonne im Widder in direkter Opposition zum Mond in der Waage, was dazu anregen kann, das Verhältnis zwischen der Annahme der eigenen Person und der Interaktion mit anderen Menschen zu betrachten. Es ist eine Phase, die Impulse für den Einklang zwischen neuen Projekten, persönlichen Zielen und der Balance zwischen den männlichen und weiblichen Anteilen in uns bieten kann. Wenn wir uns von dem lösen, was uns am Vorwärtsschreiten hindert, kann dies den notwendigen Raum für eine Neuausrichtung schaffen. Willkommen zu einer neuen Folge von Soul Nature Stars, der Podcast. Egal, ob du gerade auf YouTube zuschaust oder unterwegs zuhörst auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Nicole, ich bin spirituelle Mentorin, Astrologin und Coach für Biografiearbeit. Gemeinsam tauchen wir heute tiefer in die Welt der Astrologie, der Spiritualität und der Selbstreflexion ein. Das Vollmondhoroskop am 2.4.2026 zeigt einen Aszendenten im Steinbock, wobei der Herrscher Saturn im Widder im 2. Haus steht. Dies deutet auf eine Zeit hin, in der die Prüfung der eigenen Substanz und der persönlichen Werte im Vordergrund stehen kann. In der klassischen Vollmondstellung können die Prinzipien von Autonomie und Abhängigkeit aufeinander prallen. Es kann eine Spannung zwischen dem Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und der Sehnsucht nach einem erfüllten Gefühlsleben wahrnehmbar sein. Die Opposition lädt jedoch dazu ein, eine Ausgewogenheit zwischen dem Geist und dem Gemüt zu entwickeln. Durch zusätzliche Spannungsaspekte von Mond und Sonne zu Jupiter können polare Tendenzen wie der Wunsch nach Sicherheit gegenüber dem Drang nach Freiheit, nach Verwirklichung drängen. Es kann hier zu einer Unentschiedenheit in Fragen von Lebenswerten kommen. Es ist eine Einladung, überhöhte Erwartungen an sich selbst und andere zu prüfen und stattdessen der eigenen Intuition und Akzeptanz mehr Raum zu geben. Ein besonderes Element in der Konstellation dieses Vollmonds ist das kleine blaue Talentdreieck zwischen Pluto im Wassermann im 1. Haus, Neptun im Widder im 2. Haus und Uranus im Stier im 4. Haus. Diese Figur weist auf ein Potenzial hin, das sich noch in der Entwicklung befindet. Es wird versucht, in den entsprechenden Lebensbereichen durch Anpassungen und möglichst reibungslos zu wachsen. Das Wissen und Können kann hier stetig durch das stille Aufnehmen von Erfahrungen zunehmen. Wenn das volle Interesse auf eine Sache gerichtet ist, kann das eigene Potenzial mit relativer Leichtigkeit fließen. Parallel dazu können Aspekte zwischen Venus und Pluto sowie die Opposition von Mond zu Saturn auf energetische Spannungen hindeuten, die zur Transformation einladen. Die Opposition von Mond zu Saturn kann dabei auf eine zeitweise Unzufriedenheit hinweisen, die den Entfaltungsdrang des eigenen Ehrgeizes bremsen kann. Das Trigon von Mond zu Pluto hingegen deutet auf eine mögliche Zielstrebigkeit in der Verfolgung von Gefühlszielen hin. Diese Zeitqualität ist besonders spürbar für die Zeichen Widder, Waage, Krebs und Steinbock sowie für alle Menschen, die wichtige Punkte, Planeten oder Achsen in ihrem Horoskop um 12 Grad Waage haben. Nimm dir für deine Reflexion vielleicht einen Moment Zeit und spüre in die folgenden Fragen hinein, die du auch in deinem Journal niederschreiben und beantworten kannst. Sind die Projekte, die du angestoßen hast, tatsächlich zielführend und für dich machbar oder übernimmst du dich aktuell? Entsprechen deine Vorhaben deiner wahren Werte oder sind es eher Fantasien, die nicht mit deinen Zielen übereinstimmen? Wo gibst du vielleicht unbewusst dein Potenzial weg oder überschreitest deine eigenen Grenzen, nur um äußere Harmonie zu wahren? Wo begibst du dich in Abhängigkeiten oder hältst dich aus Zögerlichkeit vor möglicher Ablehnung zurück? Gibt es Momente, in denen du das Gefühl hast, nicht ganz du selbst sein zu dürfen? Es ist eine Zeit, die dazu einlädt, Akzeptanz des eigenen Seins als Weg zur Ausgeglichenheit zu betrachten. Um die Waage-Energie symbolisch zu unterstützen, kannst du Folgendes in deinen Alltag integrieren und ein Ritual des Loslassens durchführen. In der Tradition wird dieser Vollmond genutzt, um symbolisch all das zu verabschieden, was dir nicht mehr dient und somit Platz für Neues zu schaffen. Du kannst dafür eine Kerze entzünden und dir bewusst machen, was du hinter dir lassen möchtest. Als energetischer Anker werden Kristalle wie der Rosenquarz oder die Jade oft mit Themen der Selbstakzeptanz und der inneren Balance assoziiert.
Ätherische Öle wie Rose oder Geranie können symbolisch für Harmonie stehen und dazu einladen, die Atmosphäre energetisch zu klären. Das sichere Räuchern mit Sandelholz wird traditionell verwendet, um den Raum energetisch für das Ritual vorzubereiten. Achte in der Zeit rund um den 2.4.2026 auch besonders auf deine Träume, da sie Hinweise auf unbewusste Themen geben können. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Waage-Vollmond im April 2026 uns dazu einlädt, die Türen hinter uns zu schließen, die den eigenen Weg nicht mehr dienen. Indem wir die Ausgewogenheit unserer Energien betrachten und unsere Projekte nüchtern auf ihre Machbarkeit prüfen, können wir zu einer stabilen Basis finden. Alles, was wir jetzt ziehen lassen, kann Platz für das schaffen, was wirklich stimmig ist. Vertraue darauf, dass die Annahme deiner eigenen Person ein sicherer Weg zu dieser Harmonie sein kann. Ich danke dir, dass du deine Zeit mit mir geteilt hast. Wenn du tiefer in diese Themen eintauchen möchtest, abonniere gern meinen Kanal auf YouTube bzw. meinen Podcast und teile deine Gedanken in den Kommentaren. Werbung. Alle Links zu den erwähnten Ressourcen oder den von mir genannten Produkten findest du wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Pass gut auf dich auf, sei sanft mit dir selbst und erinnere dich immer an dein inneres Potenzial. Bis zum nächsten Mal, frohe Ostern und alles Liebe.